Hilfe, ich habe Staub auf der Linse. Das habe ich schon oft in meinen Kommentaren gelesen und ich möchte euch jetzt wirklich mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ja? Denn wir machen hier jetzt was ganz Krasses mit diesem Objektiv und das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hi zusammen, mein Name ist Michael, ihr seid auf dem Foto-Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Okay, wir starten direkt los. Wir hören immer wieder, die Hersteller bauen ihre Objektive nicht dicht und wir haben Staub auf der Linse und bla bla bla. Natürlich, ich verstehe das total. Ich selber putze auch ständig meine Brille, ich selber putze ständig meine Linsen und ich will am liebsten auch, dass da kein Körnchen Staub drauf ist. Doch eins solltet ihr bedenken, das Körnchen Staub hier hinter den ersten Linsen, das fällt euch auf den Bildern meistens überhaupt nicht auf. Ja? Zu dem Fall kommen wir gleich, wann es euch doch auffällt. Aber was euch viel, viel mehr auffällt, weil es eben auf der Brennebene liegt, ist Staub auf dem Sensor. Das ist ein anderes Kapitel. Wenn du wissen willst, wie du den Sensor staubfrei bekommst, klick am Ende des Videos einfach in das Video, was ich dir dort verlinkt habe. Aber heute geht es um Staub auf der Linse. Ja? Und viele sagen immer, ja, das sehe ich nicht ein, ich habe jetzt hier ein Objektiv, 3 Jahre und da ist jetzt Staub drin und überhaupt und meine Bilder sind schlecht und so weiter. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das ist erstmal eine steile These, dass das Bild dadurch schlechter wird. Ja? Denn diese Staubkörnchen sind so klein, dass sie problemlos umspült werden von dem Licht. Das einzige Problem kann sein, wenn du sehr viel Staub drauf hast und du gehst so ein bisschen in die Sonne und fotografierst gegen die Sonne, dann wird das Bild leicht milchig. Aber hey, manche packen sich einen Dunstfilter da vorne drauf, dass das Bild leicht milchig wird. Ja, also das ist ja auch ein gestalterisches Mittel, was durchaus manchmal gar kein Problem ist. Ja. Und wir machen jetzt mal was ganz Krasses. Ich möchte euch nämlich mal demonstrieren, was passiert, wenn ich hier auf mein 200-600 eine 5-Cent-Münze vorne auf die Linse klebe. Ja. Das tut mir in der Seele weh, das mache ich jetzt für euch, damit ihr mal seht, was passiert eigentlich mit dem Bild, wenn wir so ein riesiges Staubkorn auf dem Bild haben. Und dazu schwenke ich euch mal hier auf das Feld rüber, denn ich habe hier meinen Rekorder angeschlossen und den mache ich jetzt mal auf Play. Und was ihr jetzt erstaunt feststellt hier bei einer Blende 5,6, ihr seht gar nichts. Hallo? Ich habe gerade so ein Teil, so eine riesige fette Schmeißfliege vorne aufs Objektiv geklebt und wir sehen gar nichts. Ja, wie kann das sein? Ganz klar, weil das Licht eben nicht kerzengerade in das Objektiv fällt, sondern gebogen. Ja? Und dementsprechend spült es an dieser Münze vorbei. Natürlich ist es so, ich habe natürlich ein bisschen getrickst, ich bin bei 200 mm, das ist die niedrigste Brennweite, die das Objektiv hergibt. Natürlich ist das so, wenn ihr jetzt einen 16 mm hättet, dann wäre das viel deutlicher zu sehen. Ja? Aber wir reden jetzt nicht nur von einem Staubkorn, sondern von einer riesigen Münze. Dementsprechend darf ich hier ein bisschen Brennweite haben. Ja? So, und jetzt seht ihr, ich bin bei einer Blende 5,6. Wenn ich jetzt abblende, ja, und wir bekommen sozusagen mehr Schärfentiefe ins Bild, dann plötzlich sehen wir sehr wohl diesen schwarzen Punkt. Ja? Aber es ist doch mal interessant zu sehen. Ich meine, ich habe jetzt hier nicht nur über ein kleines Staubkörnchen geredet, ich rede jetzt hier von so einer fetten Münze. Ja? Vor allem, wenn wir jetzt noch ein bisschen hier Brennweite dazugeben, also ich zoome jetzt hier mal auf 600 mm, ja? Kann ja auch mal scharf stellen. So, und wenn ich jetzt abblende, dann dauert es wirklich ziemlich lange, bis wir die Münze, und das ist hier erst, ich tippe mal hier, dass ich das auch sehe, erst ab einer Blende 18 fällt uns dieser dunkle Fleck überhaupt in dem Bild auf. Und das ist das, was ich euch halt auch auf jeden Fall auch mal mit auf den Weg geben wollte. Ich drücke mal Stopp, dass das nicht stundenlang weiter rekordet, sonst habe ich wieder den Spaß später im Schnitt. Ja? Oder? Ich gebe es dir, Marion, zum Schneiden. Ne? Was sagst du dazu? Ja, ja. Okay, also das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Und jetzt muss ich natürlich meine schöne Linse wieder schön putzen, ne? Weil jetzt ist hier so ein doppelseitiges Klebeband drauf gewesen. Ja, was ich nicht alles für euch mache. Ja? Jetzt habe ich hier so einen komischen Fleck auf der Linse. Okay, also das wollte ich euch mal zeigen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich eine fette Münze aufs Objektiv klebe? Hallo, ihr seht sie nicht. Also lasst bitte die Kirche im Dorf, wenn ihr Staub hinter den Linsen habt. Und wartet ein bisschen, bis sich da mehr ansammelt, bis ihr das mal vom Hersteller reinigen lasst. Ja? Oder vielleicht schmeißt ihr es irgendwann auf eBay und schreibt halt hin, ist ein bisschen Staub drin. Und der nächste freut sich trotzdem, macht tolle Bilder damit. Ja? Und ihr seht auch, wenn ihr damit Fotos macht,
das macht an der Schärfe überhaupt nichts aus. Das könnt ihr auch mal mit so einem Mist oder einem Black Mist Filter simulieren. Die gibt es ja vor allem so im Videobereich, dass wir so einen weichen Glow auf den Lichter haben. Der sieht aus, als wäre mit Haarspray besprüht worden. Und manche regen sich auf über 5 Staubkörner in ihrem Objektiv. Ja? Also hier ganz wichtig, bei Zoom-Objektiven ist das durchaus normal. Übrigens auch bei dieser geschlossenen Bauweise hier von Sony habe ich auch mittlerweile 1, 2, 3, 4 Staubkörnchen hinter der ersten Linse. Das heißt, ja, ich habe das Ding schon lange, ich war einer der ersten, der es gekauft hat, ich habe das viel im Einsatz, ja, und da ist das durchaus normal. Wenn ihr eine offene Konstruktion habt, wo dann vorne das Objektiv noch rausfährt, dann wird immer Luft nach hinten reingesaugt. Das können die Hersteller gar nicht vermeiden, sonst hättet ihr da ein Vakuum, ja, und dann ist das natürlich so, dass die Objektive mit der Zeit mehr Staub haben. Aber lasst euch davon bitte nicht verunsichern. Und das war der Zweck dieses Videos, damit ihr mal seht, hey, selbst wenn ihr so ein Staubkorn auf eurem Teleobjektiv zumindest habt, ja, dann seht ihr davon überhaupt gar nichts. Und so ein Staubkorn hat sowieso überhaupt niemand drauf, zumal die Staubkörner ja auch noch hell sind und sozusagen durchleuchtet werden und gar nicht mal so stark auffallen wie diese 5-Cent-Münze, jetzt habe ich sie hier hingeklebt, jetzt kriege ich sie nicht mehr ab, die ja wirklich rabenschwarz ist. Und trotzdem habt ihr sie nicht gesehen. Ja? Also, bisschen die Kirche im Dorf lassen, nicht so streng mit den Herstellern sein, nicht ständig irgendwie ein Objektiv zum Reinigen einschicken. Es ist wirklich Spielkram, vergesst das mit dem Staub. Habt einfach Spaß am Fotografieren, macht schöne Bilder. By the way, kennst du schon meine neuesten Lightroom-Presets, die du bei mir kaufen kannst? So ein fieser Werbeeinschub jetzt hier, ne? Aber mir ist es gerade so eingefallen, warum soll ich es dir nicht erzählen? Ich habe ganz coole Lightroom Presets auf meiner Webseite. Ich verlinke dir das unten mal in die Videobeschreibung. Die kannst du in Lightroom spielerisch und ganz leicht anwenden, wenn du die ganz coolen Looks haben willst, die ich speziell für Natur, Landschaft und Wildlife abgestimmt habe. Sogar Milchstraßen-Presets habe ich mit abgelegt. Vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Schreib doch du mal unten in die Kommentare und denk dran. Wenn du einen lustigen und skurrilen Kommentar machst, dann kommst du auch in unseren Alpha-Talk vielleicht, weil Marion und ich gucken immer drüber, was in dem Monat für lustige und skurrile Kommentare abgegeben wurden. Natürlich bitte sittliche, anständige Kommentare, die anderen werden eh gelöscht, ja. Aber dann bist du vielleicht auch in unserem Format Alpha-Talk vielleicht mal dann in der Mangel, weil wir kurz drüber reden. Okay, schreibt mal hier in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr Staub in euren Objektiven und wie viel ist das und fällt das euch störend auf? Und wie gesagt, ich bin der Meinung, ja, es kann manchmal sein, so gegen die Sonne, dass es so ein bisschen reinspiegelt. Je weitwinkliger euer Objektiv ist, desto mehr fällt euch das vielleicht auf. Je weiter ihr die Blende schließt, desto mehr fällt es euch auf. Ganz klar, ihr habt das jetzt hier an dem Beispiel gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Schöne Zeit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.